Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Heute soll es nochmal darum gehen, um den Zusammenhang der Spiritualität mit der Wirtschaft. Ich hatte ja schon neulich bei diesem Walk and Talk gesagt, dass für mich zumindest Spiritualität nichts anderes ist als das ganz normale Leben. So wie ich ja schon manchmal auch sagte, dass ähm, das Weltall zu untersuchen im Grunde genau hier vor sich geht, denn wir sind ja hier im Weltall und wir können meiner Ansicht nach auch ähm, oftmals ohne Mikroskope untersuchen, wie das Weltall ist, weil das Weltall oder das Universum muss ja begriffen werden, geistig. Es wird geistig verstanden und es unterliegt dem Geistigen. Und die geistige Gesetze sind es letzten Endes, auf die wir treffen im Universum. Und genauso ist es eben in der Wirtschaft. Du findest überall diese Gesetze des Spirituellen wieder. Ich hatte mir natürlich hier eine bestimmte Reihenfolge überlegt. Ich werde es jetzt mal anders machen. Also an den Anfang setze ich ähm, die hermetischen Gesetze. Und hier finden wir natürlich ein wichtiges Prinzip, das Prinzip der Schwingung. Ähm, Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Das erinnert uns an die Worte von Nikola Tesla, dem großen serbischen Erfinder, der sagte, denke in Kategorien von Wellen und Energie und du verstehst das Universum. Und hier in diesen jahrtausendealten überlieferten Prinzipien finden wir das wieder. Das ist also ein sehr altes Wissen und wir stoßen darauf erneut. Ich finde, dass das Prinzip der Schwingung sehr mit dem Prinzip des Rhythmus korrespondiert. Denn im Grunde geht es ja um einen Rhythmus, auch bei dem, was ich noch zu zeigen gedenke. Was ich zu zeigen gedenke, ist, dass im Bereich der Wirtschaft es Schwingungen gibt, Rhythmen, die, würde ich sagen, zunehmend bekannt werden. Ich weiß nicht, inwieweit das nun eine lange Wissenschaft ist, die schon lange besteht, aber der Ray Dalio, ein sehr bekannter Investmentbanker, ein Investor vielmehr, der hat ein Buch geschrieben über die Geschichte von Imperien. Und da gab es ja nun eine ganze Reihe in der Geschichte, die zu untersuchen wären. Er hat also, ich glaube, 5 untersucht, unter anderem das römische Imperium, das portugiesische, das holländische und das englische Imperium. Und danach kam ja das amerikanische. Ähm, und er kommt zu dem Schluss in seinem Buch, dass diese Zyklen geradezu gesetzmäßig auftreten und dass das Entstehen von solchen Imperien dann irgendwann in das Untergehen der Imperien mündet, sowie das Auftreten von bestimmten Währungen dann auch irgendwann in deren Untergang mündet. Und zwar aus geradezu unabänderlichen Gesetzmäßigkeiten. Und das, was wir Menschen immer so nicht sehen können von unserem spezifischen Blickwinkel her, ist, dass wir diejenigen sind, die zwar diese ganze Entwicklung erleben und durchmachen und nach unserer eigenen Weltanschauung her willentlich steuern und begleiten, und doch unterliegen wir ganz offenbar einem Zyklus, den wir selber ja nicht steuern können und der gesetzmäßig auftritt. Und während wir uns damit beschäftigen, die einzelnen Nachrichten im Fernsehen zu verfolgen, welcher Politiker sagt nun was und welche Entscheidungen werden gefällt, bestimmt im Großen und Ganzen eine andere Systematik, was geschieht. Genau dasselbe hat
Neil Ho geschrieben in seinem Buch Die vierte Wendung, The Fourth Turning, relativ bekannt. Auch hier wieder ähm, das Betrachten der gesellschaftlichen Entwicklung als Zyklus und im Zusammenhang damit natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Denn das, was die Leute normalerweise in der Gesellschaft tun, ist ja arbeiten und sich das Geld verdienen, was sie zum Leben brauchen. Und das korrespondiert eben sehr stark mit diesem spirituellen, hermetischen Gesetz. Konkret sieht das in in einem Chart so aus wie dies hier. Es geht hier darum, dass diese Wellenbewegungen, so wie das hier abgebildet ist in diesem Chart, ich mache das mal ein bisschen größer, damit man das besser sehen kann. Nee, warte mal. So. Hm. Es geht hier darum, dass diese Zyklen immer wieder auftreten und man kann sich das vorstellen wie einen geschlossenen Kreis, der an einer Stelle aufgeschnitten wird und man macht daraus so eine Timeline. Man sieht, dass die Phase 1 ganz links am Ende wieder zur Phase 1 wird und man könnte diese beiden Enden zusammenschließen, das ganz linke Ende und das ganz rechte Ende. Das ganz linke Ende bedeutet, dass aus einer Krise kommend es einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt und in Phase 2 wird dieser Aufschwung, wie man hier sehen kann, zu einer sehr, sehr steilen und exponentiellen Kurve nach oben. Dann gibt es hier oben eine Spitzenbildung, ein Topping und es gibt einen Rückschlag, beispielsweise an der Börse, einen starken Kursverfall. Daraufhin kommt eine scheinbare Erholung im Gang. In der Börsensprache oder in der technischen Analyse wird man sowas als Bear Flag ansehen, als eine Bärenflagge, deren Bedeutung es ist, dass es danach wieder weiter runtergeht. Ähm, dieser schnelle und dieser schnelle Verfall der Preise und der wirtschaftliche Niedergang mündet dann in eine längere Phase der Konsolidierung und der Erholung von diesem Schock, bis dann nach einer ganzen Weile im wirklichen Leben, sind das eben viele Jahre, es wieder zu einem Kursanstieg kommen kann in Phase 1. Und, und das für mich Interessante ist eben, dass diese Börsenweisheit im Grunde etabliert ist. Und viele wissen das. Große Star-Investoren machen so ihr Geld, wie zum Beispiel auch Warren Buffett, der vielleicht bekannteste Investor, der ein riesiges Vermögen verwaltet und der mal sagte, er weiß nicht, wie die Börse in der nächsten Woche aussieht, aber er weiß, wie es in 10 Jahren aussieht. Was also so viel bedeutet wie die längerfristigen Entwicklungen, die sind deutlicher sichtbar als die kurzfristigen. Bei den kurzfristigen Entwicklungen geht es also sehr stark um die Psychologie des Moments. Die längerfristigen Entwicklungen entfalten sich aufgrund geradezu von Gesetzmäßigkeiten, so wie das eben in den hermetischen Gesetzen ja auch steht. Und diese Konkretisierung, die wollte ich einfach nochmal im Zusammenhang darstellen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel darüber wundern, welche Entwicklungen wir in der Gesellschaft vor uns haben, also wie der Verfall der Gesellschaft vor sich geht, wie plötzlich dann für die notwendigen Dinge kein Geld mehr da ist und wie die Moral verfällt, wie scheinbar an vielen Stellen einfach zugegriffen wird, weil ganz offensichtlich in bestimmten Kreisen schon bekannt ist, dass die Währung und das Vermögen einem
einer Krise zustrebt, wo dann vieles verloren sein wird, das ist schon seit vielen Jahren bekannt. Und man wusste schon vor 20 Jahren, dass dieses System, was sich immer mehr verschuldet und durch einen inneren Mechanismus dazu geradezu gezwungen wird, sich weiter zu verschulden und weiter zu verschulden, zu einem Ende kommen wird. Das, was ja, glaube ich, der beste Beweis dafür ist, dass diese Dinge Gültigkeit haben. Ich kann nochmal zum Beispiel die folgende Grafik einblenden. Ähm, es kommt, so haben es ja viele schon seit langem vorhergesagt und ich hatte das hier schon öfters thematisiert, durch die zunehmende Inflationierung des Geldes streben wir einer Währungskrise entgegen. In einer Währungskrise, die also auch eine Krise der Glaubwürdigkeit der Währung ist, also wer will noch die Geldscheine haben, wenn die scheinbar gar keinen Wert mehr haben, kommt es dazu, dass Gold mehr wert wird. Diese Information ist also dann sehr wichtig für Leute, die zum Beispiel Anlagen machen. Und wie gesagt, das wissen Leute, die sich dafür interessieren, schon seit vielen Jahren. Wenn man aber in die Zeitung schaut, dann sieht es fast so aus, als unterlegen wir den Entscheidungen von irgendeinem Minister oder irgendetwas würde jetzt fundamental gerissen werden können, während, wie gesagt, diese Zyklen, die haben eine gesetzmäßige Notwendigkeit in sich und man kann diese Krise, die kommt, sicherlich gut überstehen, man kann sie meistern oder man kann sie weniger gut meistern, aber dass eine Krise kommen wird, das war eigentlich lange bekannt. Und hier habe ich jetzt also eine Tabelle, in der steht, das Verhältnis von Gold zu Immobilien, zu Wohnhäusern. 2004 kostete das normale, durchschnittliche Eigenheim in Amerika $187.000. 2024 waren es $416.000. Das bedeutet, die Preise haben sich im Haussegment sehr gut entwickelt, haben sich mehr als verdoppelt. Das haben sie ja auch bei uns getan. Und man denkt, also man könnte zufrieden sein. Bei einem Preis von $415 pro Unze Gold im Jahr 2004 hat man im Jahr 2004 451 Unzen gebraucht, um ein mittleres Haus zu erwerben. Im Jahr 2024 waren es 156 Unzen Gold. Also man kann sagen ein Drittel. Und man sieht daran, dass sich die Preise für Gold noch einmal viel besser entwickelt haben als die Preise für Eigenheime. Und warum sage ich das? Ich sage das, weil, wie gesagt, diese Entwicklungen einer ganz bestimmten Gesetzmäßigkeit folgen. Und wenn man so will, sind das spirituelle Dinge, weil wir das Spirituelle von dem, was wir täglich entscheiden und was scheinbar unter unserer Kontrolle ist, weil wir ja alles ganz so gut überblicken und entscheiden können, unterscheidet sich das Spirituelle dadurch, dass es scheinbar einer höheren Kraft unterliegt. Man könnte sagen, Gottes Wille oder es ist das Prinzip des Höheren. Oder man könnte auch sagen, es ist wie so ein Algorithmus, der mit uns etwas macht. Aber diese Überlegung schließt eben aus, dass man sagen kann, dass wir das alles hervorrufen. Übrigens, was das Verhältnis von Gold zu Eigenheimen angeht, habe ich noch eine ganz kuriose Geschichte eigentlich. Nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1922 gab es in Deutschland ja eine sehr, sehr verheerende Inflation, eine Hyperinflation. Und in diesen Zeiten gab es also Milliarden Markscheine
Ich selber hatte früher mal auch so eine Milliarden-Markscheine von meinen Großeltern irgendwie bekommen und ich kann nur sagen, ähm, das ist schon merkwürdig zu sehen, wie also solche Riesensummen draufstehen und man weiß, die konnten dafür nicht mal ein Brot kaufen für das Geld. Da gab es ja diesen Witz, dass jemand zum Bäcker kam mit einer Schubkarre voller Geld und lässt die Schubkarre vor dem Bäcker stehen und als er wieder rauskommt, ist die Schubkarre umgekippt, das ganze Geld liegt auf der Straße und die Schubkarre wurde geklaut. Ne? Der Dieb hat also das Geld rausgeschüttet, weil es nichts wert ist, aber die Schubkarre, die war was wert und die hat der Dieb mitgenommen. Und das waren also wirklich sehr schwere Zeiten für die Bevölkerung damals. Und diese Hyperinflation, die kam zustande, weil der Erste Weltkrieg durch gedrucktes Geld zu finanzieren nur war. Und nachdem der Krieg vorbei war, sollten die Deutschen Reparationszahlungen leisten, die sie nicht leisten konnten aufgrund der Lage. Und sie haben auch hier wieder das Geld gedruckt. Die Folge davon war eben diese Hyperinflation. Und damals gab es Studenten hier in Deutschland, die aus Amerika kamen und die in Dollar bezahlen konnten. Und Dollar war ja damals an Gold gebunden und ein Dollar, nee, $20 waren damals eine Unze Gold. Ich hatte nachgesehen. Und man konnte damals in Berlin für 7 Goldunzen ein Einfamilienhaus kaufen. Die Lage ist ja heute so ähnlich in Venezuela. Ich will damit nur sagen, dass sich die Gewichte auf eine Art und Weise verschieben, die sich die Menschen immer nicht vorstellen können, wenn sie in einer bestimmten Denkweise gefangen sind. Aber die Geschichte liefert eben Beweise dafür, dass diese Zyklen real sind, dass sie stattfinden, dass sie auch wieder stattfinden werden, dass mit dem Ende einer solchen, mit dieser vierten Wende, the fourth turning, und nun geht es im Grunde darum, dass man diese Zyklen einfach ernst nimmt und ich weiß nicht, also wenn es da eine Möglichkeit gibt, als Mensch etwas zu machen, das ist ja immer so, als wenn ein Wunder geschieht, wenn man Dinge schon vorher weiß, so als wenn jemand das Wetter vorhersagen kann und man kann es gar nicht fassen, dass irgendjemand schon weiß, wie das Wetter morgen wird, wenn man selber das noch nie erlebt hat. Und wenn man diese Zyklen ernst nimmt und wenn man diese spirituelle Weisheit, die darin auch liegt, ernst nimmt beispielsweise, dann kann man ja vieles machen, was zum Beispiel seine Familie in Sicherheit bringen oder man kann politisch die richtigen Leute wählen und nicht gerade die mit einfachen Lösungen kommen und sagen, wir verteilen einfach mehr Geld oder so, wo man ja genau weiß, dass das genau das Problem ist. Darin liegt eben der Vorteil, wenn man diese Dinge ernst nimmt und zur Kenntnis nimmt. Die Gesetzmäßigkeiten, die auch im Spirituellen liegen. Ich hoffe, ich konnte einiges Neues beitragen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann ein Like da lasst und einen Hochdaumen. Danke sehr, beziehungsweise das ist ja dasselbe, ein Like da, ein Abonnement. Also bis dann, Wiedersehen.